Herzlich willkommen im neuen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem etwas anderen Befehl in SynOCR und einer Funktion, die eigentlich so nicht vorgesehen war. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, über eine Regel einen Ordner zu erzeugen, der dann auch beliebige Inhalte haben kann, also der Name des Ordners. Und die Idee stammt bzw. entstammt einer Frage aus unserer Community, die da hieß: Ist es möglich, über eine Regel, über den Tagname regex, also über eine regex zum Beispiel, einen Ordner zu erzeugen. Und das Ganze ist natürlich möglich und das zeige ich euch heute hier. In dem Download unten unter den Links zu finden, findet ihr auch dieses Dokument in einer ZIP-Datei, das euch die Punkte beschreibt, die ich euch bitte zu beachten. Das ist zum allerersten: der PostScript-Befehl muss in der ersten Regel des Regelblocks stehen, der zur Namenserzeugung verwendet wird oder dient. Wenn ihr als Beispiel 5 Regeln oder 4 Regeln für die Zusammenstellung des Namens benötigt, dann muss dieser PostScript-Befehl in der ersten oberen Regel stehen. Nicht in der ersten Regel der Gesamtyaml-Datei, sondern der Regel des Regelblocks zur Namensbenennung. Das zweite ist, dass der Suchbegriff und der Tagname regex die gleiche Regel oder die gleiche regex beinhalten müssen. Das ist zwingend erforderlich, weil ansonsten Fehler entstehen und ihr Ordner bekommt mit irgendwelchen seltsamen Benennungen. Unter Target Folder, also dem Zielpfad, schreibt ihr in der gleichen Regel den Ordner hinein, in dem der neue Ordner dann erzeugt werden soll. Und ganz wichtig zum Schluss: Bitte verändert keinesfalls das Skript oder PostScript, da ihr sonst natürlich Schaden anrichten könnt, weil in dem PostScript natürlich Befehle wie move oder makedir verwendet werden, die dann zu unerwünschten Folgen führen könnten. Und grundsätzlich wie immer, die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn ihr den PostScript-Befehl nicht verändert, sollte nichts passieren. Auf der zweiten Seite seht ihr mal 2 Beispiele. Eins davon habe ich euch beigefügt. Das Ganze ist nochmal farblich hinterlegt, auf was ich mich bezogen habe. Der Suchbegriff ist natürlich immer der Search-String selbst aus der Subregel und unter Tagname regex müsste dann das gleich eingetragen werden. Unter Target Folder dann, wie gesagt, euer Zielverzeichnis. Das ist jetzt mein Testverzeichnis und der PostScript-Befehl als solches. Und auf der letzten Seite ist das Ganze noch in Englisch für die Freunde von uns, die das in Englisch benötigen. Ja, wofür macht das denn eigentlich Sinn? Das macht dann zum Beispiel Sinn, wenn man Beispiel eine Anwaltskanzlei hat und unter der Mandantennummer alle wichtigen Dokumente ablegen möchte, dann kann man ganz einfach mit dem ersten Dokument einen Ordner erzeugen, der dann immer wieder mit den richtigen Dokumenten befüllt wird und für jeden Mandant ein eigener Ordner angelegt wird. Oder man könnte zum Beispiel das Ganze unter Rechnungen ablegen, wie jetzt hier mit dem Beispiel gezeigt, dass immer unter der gleichen Rechnungsnummer oder zum Beispiel unter einer Angebotsnummer bei einem Handwerksbetrieb immer wieder gleichartig angelegt wird. In dem Beispiel, da legen wir das Ganze unter einem Suchstring an, der von einem Verkäufer abhängig ist, und das sieht dann im Verzeichnis im Ordner so aus. In meiner Testumgebung habe ich das mal nachgestellt und dann seht ihr hier, das ist zum Beispiel jetzt hier unter einer Angebotsnummer und hier haben wir unter einer Bestellnummer oder unter einer Rechnungsnummer die verschiedenen Dokumente abgelegt. Wenn ihr mehrere Dokumente des gleichen Namens habt, passiert auch nichts. Diese werden dann durchnummeriert und das Original oder das alte Dokument bleibt erhalten. Im Übrigen werden die Namen jetzt mit Unterstrich, auch der Ordner mit Unterstrich gefüllt. Das heißt, die Leerzeichen werden entfernt. Einfach, weil ich das der besseren Übersichtlichkeit mache und letztendlich auch dazu dient, dass im Ordnernamen keine Leerzeichen enthalten sind. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Dazu legen wir jetzt das Ganze mal im Testordner nochmal an. Und wir nehmen jetzt mal den Regelblock mit den 3 Regeln, die ich vorhin erklärt hatte. Wir suchen jetzt hier einen beliebigen Verkäufer. Wir legen das jetzt immer, die Rechnungen, unter dem Namen des jeweiligen Verkäufers ab. Dazu starte ich jetzt mal den SynOCR-Lauf. Jetzt wird der Ordner erzeugt. Und ich wechsle mal in den Ordner hinein. Jetzt entstehen hier das erste Dokument. Und da ist auch schon das zweite Dokument.
Wir haben jetzt anhand der Regel Suche mir den entsprechenden Händler über die GmbH in dem Fall, die Rechnungsnummer und die Bestellnummer abgelegt. Man könnte das so beliebig tauschen, man sucht dann halt nur unter der Rechnungsnummer oder nur unter der Bestellnummer oder was immer ihr mögt. Und das wird dann jeweils in den Ordner abgelegt, den ihr erzeugt habt, in dem Fall den Händlerordner. Ich denke, dass hier wirklich sehr viele Konstellationen denkbar sind und das unheimliche Möglichkeiten eröffnet zur Nutzung und deswegen eine, denke ich mal, doch recht nützliche Funktion. Falls ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, dann meldet euch im Forum und ich wäre euch froh, wenn ihr ein Like da lassen würdet oder vielleicht sogar den Kanal abonniert. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön.